So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück. Heute wollen wir ein bisschen Praxis machen, und zwar in Audacity wieder mal. Und wir wollen uns heute angucken, wie das wirklich aussieht, wenn man Wellen überlagert und wenn man einen Tiefpassfilter anlegt. Ja, okay, dementsprechend lasst uns direkt zwei Wellen erzeugen. Das machen wir hier über Erzeugen. Und dann können wir natürlich hier auch Rauschen oder irgendwelche Töne erzeugen oder Stille oder Zirpen. Das bringt uns allerdings relativ wenig, weil wir wollen es ja direkt mathematisch wirklich sehen, wie so eine Schwingung aussieht. Und das machen wir hier, indem wir zum Beispiel sagen, okay, wir wollen eine Frequenz von 20 Hertz mit einer Amplitude von 0,3. So, was das produziert, ist das hier. Wir sehen eine wunderschöne Sinuswelle, die einfach exakt wirklich eine Amplitude von 0,3 hat und 20 Hertz Periode hat. Das heißt, pro Sekunde, ja, sehen wir hier dann. Okay. Wenn wir uns das anhören, dann kann es gut sein, dass ihr das jetzt gerade nicht hören könnt. Ich probiere es einfach mal. Ja, also bei mir am Headset kommt so ein kleines bisschen Bloppen raus. Aber das ist wie gesagt nur die erste Spur. Wir wollen nämlich noch eine neue Spur erzeugen. Und das wird dann ein Klang sein mit nicht 20, sondern 2000 Hertz. Und ja, dann haben wir natürlich hier die Möglichkeit auch 1 als Amplitude auszuwählen. Und dann sehen wir, boah, der ist deutlich höher. Ja? Wenn ich da reinzoome, dann sehen wir, dass das quasi in der Zeit, wo das einmal von hier nach hier geht, also eine halbe Amplitude hat das Ding hier mehrere Amplituden, und zwar ein paar. Ja, und ihr habt es gehört gerade, es ist so ein hohes Piepsen. Ich lasse das jetzt mal von Anfang an laufen. So, okay, also das war sozusagen die 2000 Hertz Amplitude. Und wenn wir die jetzt mal übereinander legen wollen, dann sieht das folgendermaßen aus. Ich probiere das jetzt einfach mal hier. Überspuchen, und dann kann ich hier einen Mix machen. Das heißt, ich kann das Ganze hier mischen und rendern. Eine neue Spur mischen und rendern würde bedeuten, dass ich hier quasi eine neue Spur erzeuge. Wenn ich das jetzt aber... Oh, ups. Ja, ich hatte nicht alles ausgewählt. Sorry, ich muss natürlich alles auswählen. Steuerung A hilft da. Und wenn ich das jetzt mische und rendere, dann sehen wir hier, boom, das Ding ist fertig. Und zwar sieht das genau genommen so aus. Also wir haben hier diese Welle, die geht richtig schön nebeneinander her. Und wenn wir hier genau reinzoomen, dann sehen wir, dass in dieser Welle ständig Dinge hoch und runter gehen. Und natürlich ist es jetzt in dem Fall so, wir hören eigentlich die höhere Welle. Wir hören das tiefe Bloppen gar nicht so richtig. Und das Ganze lässt sich natürlich auch andersrum machen. Das heißt, wir können hier eine neue Spur erzeugen mit, sagen wir mal 500 Hertz. Das hört man wunderbar. Das kennen wir auch, ist ein relativ häufiger Ton. Und dann produzieren wir mal eine Frequenz von, sagen wir mal 20.000 Hertz. Und jetzt werdet ihr gleich sehen, warum ich das Ganze nicht so stark gemacht habe. Oh, ups, das wollte ich natürlich nicht. Ich will eine neue Spur erzeugen, bitte. Über 20.000 Hertz. So, und jetzt seht ihr, warum ich das nicht unbedingt machen wollte, weil wenn ich hier wirklich so lange reinzoome, bis ich das sehen kann, dass das auch wirklich eine Welle ist, dann habe ich schon die einzelnen Bins hier rumfahren, weil ich eben nur 44.000 Hertz als Projekt Sample-Rate eingestellt habe. Das heißt, man kann es hier leider nicht mehr ganz so schön sehen. Hier sieht man es aber relativ toll, wie viele Bins da eigentlich drin sind. Das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Modellierung von dieser Amplitude ist. Hier sehen wir, dass die Modellierung von hoch runter schon nicht mehr ganz so eindeutig ist, weil wir hoch runter ständig mischen. Und ja, das ist natürlich ein kleines Problem. So, und wenn wir die beiden jetzt mixen, dann sieht das so aus. Dann haben wir hier nämlich die ganze Zeit quasi, also wir haben diese Hoch-Runter-Amplitude von unseren wunderschönen 500 Hertz haben wir genommen, glaube ich. Und dann haben wir innen drin ein ständiges Auf und Ab. Hört sich dann so an. Ja, und jetzt kann ich natürlich sagen, okay, dieses innen drin, dieses Auf und Ab, das ist eigentlich ein Störgeräusch. Ich möchte das loswerden. Das gefällt mir nicht, deswegen will ich das nicht mehr haben. Ich will hier das Ding loshaben. Und das machen wir hier unter Effekt. Und dann sehen wir hier unten den Low-Pass-Filter, aber es gibt auch natürlich einen High-Pass-Filter. Das heißt, ein Filter, der hohe Töne durchgehen lässt, und ein Filter, der hohe Töne rausfiltert sozusagen. Und jetzt sagen wir hier, ja, ich sollte die Spur auswählen, es tut mir leid. Jetzt sagen wir hier natürlich, wir wollen den Low-Pass-Filter haben, und zwar sagen wir mal auf 1000 Hertz angewandt, und zwar sagen wir hier auch den Roll-Off bei 48 Dezibel, also quasi komplett. Alles, was drüber ist, wollen wir limitieren.
So, und dann sehen wir hier, bam, wir kommen wieder bei unserer ursprünglichen Frequenz raus. Die 20.000 Hertz sind einfach weg. Ja, und so funktioniert das im Endeffekt. Das Problem ist jetzt allerdings, wie mache ich hier einen Tiefpassfilter? Wie soll denn das eigentlich gehen? Das ist ja hier noch gar nicht drin. Also ich kann hier auch einen Low-Pass-Filter haben wir gerade gemacht. Ich will einen High-Pass-Filter haben. Und da sagen wir jetzt mal, wir wollen 1000 Hertz haben. Dann sehen wir, bam, die Frequenz mit 500 ist komplett weg. Aber die höhere Frequenz mit 20.000, die ist noch da, obwohl ich sie nicht richtig hören kann, weil meine Ohren einfach mittlerweile echt scheiße sind. Okay, aber ja, so kann man Filter machen und so funktionieren auch Filter. Das Problem ist natürlich, wir haben jetzt hier nicht die Möglichkeit, wirklich alles perfekt zu filtern. Also wir können zum Beispiel auch nicht sagen, wir wollen einen Filter mit 20 Hertz 20 Hertz sollen raus sein und 2000 Hertz sollen raus sein und dann in der Mitte 1000 Hertz sollen bitte auch mal weg sein, sondern wir können wirklich nur sagen, alles was über einem gewissen Punkt ist, soll drüber bleiben und auch durchgehen und alles was drunter ist, soll rausgefiltert werden. Solche Sachen können wir machen, aber den Rest können wir eben noch nicht machen. Das heißt, einzelne Frequenzen rauszufiltern, das wollen wir auf jeden Fall noch haben und das ist auch sehr, sehr wichtig. Um jetzt nochmal hier kurz den Bogen zurück zum EEG zu schlagen, also zu diesem Gerät, das ich im ersten Video auf meinem Kopf hatte, mit dem ich meine Gehirnwellen auslesen kann. Da gibt es häufig mal ein sogenanntes Netzbrummen. Und dieses Netzbrummen, das liegt auf 60 Hertz meistens. Das heißt, ich muss irgendwie 60 Hertz rausfiltern. Jetzt ist natürlich das Problem, weil mein Gehirn auch unter 60 Hertz effektiv arbeitet und über 60 Hertz auch. Also sagen wir mal, ich habe eine Frequenz in meinem Hirn, die ist 20 Hertz und dann habe ich eine Frequenz, die ist von mir aus 1000 Hertz, ja. Wie kriege ich diese 60 Hertz da weg? Weil die stören mich und die machen meine Welle komplett undurchsichtig. Also ich meine, hier kann ich jetzt noch einigermaßen sehen, dass das mal, naja, eine 500 Hertz Welle war und wenn ich hier ranzoome, kann ich von mir aus auch noch sehen, was das andere war. Aber es sieht schon echt unschön aus. Ich hätte das lieber aufgetrennt, um das auch wirklich vernünftig sehen zu können. Und das ist das, was wir jetzt in den nächsten Videos machen wollen. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.